Hi Leute, und zwar ich habe heute mal den Walkman, den ich von Stefan bekommen habe, den Stefan vom Flohmarkt hat, der ein AM/FM-Radio und einen Kassettenspieler hat. Den habe ich mal zerlegt, einmal um zu gucken, was da drin ist, und das zweite Mal, um mir die Mechanik anzuschauen und um mir die Elektronik anzuschauen und die Mechanik ein bisschen zu schmieren. Also einmal, ich habe den Deckel runtergeschraubt, das sind jetzt nur 4 Schrauben gewesen. Dann die Platine war gar nicht festgeschraubt, nur hier Plus und Minus Strom und hier Plus und Minus Motor. Die beiden habe ich abgelötet. Hier ist der Tonkopf angelötet und ich kann das Ganze hier rumklappen. Was auf der Platine hier auffällt, hier ist ein Drehkondensator, das ist zum Sender einstellen, ist sehr gut gemacht, auch mit dem Band hier, und es sind mehrere ICs drin, einmal ein BA3506A, ich vermute, das ist irgendein Operationsverstärker-Chip oder so. Da ist auch der Tonkopf dran. Also schätze ich mal NF-Verstärker. Dann hier ein Chip und hier ein Chip und 2 Filter. Was das für Chips sind, mal gucken, ob ich das erkennen kann. Toshiba TA7787. Kann man es erkennen? Ich kann den schlecht biegen, weil es so viele Pins hat und der so im Zickzack gelötet ist. TA77872, TA77872. Der heißt, ups, muss ich echt aufpassen, dass ich die Rädchen nicht abreiße. Also hier ist noch einer. Das ist ein TA7358P. TA7358P. Kann ich dann später mal gucken, was das für ICs genau sind. Das hier denke ich mal, die Filter, die haben mit AM/FM-Radio zu tun, genauso wie der Drehkondensator. Und hier die Spule schaut aus nach UKW-Spule und die hier auch. Und die Filter, das müssten die Mittelwellenfilter sein. Was noch übrig bleibt, sind Alcos, ein paar Alcos, ein paar Keramikkondensatoren, 223K, 223K, ich denke mal, das sind so Koppelkondensatoren. Nur das, was auf der Platinenseite, mal die Platine nochmal umdrehen. Auf der Seite ist hier noch ein IC, dessen Bezeichnung ich nicht erkennen kann. Und dann noch ein IC, das denke ich ist zur Motordrehzahlsteuerung, dass die Drehzahl von den Motor konstant gehalten wird vom Laufwerk. Aber was für eine Aufgabe das IC hat. 2 SMD-ICs und hier nochmal 3 ICs. 1, 2, 3. Also so mit Chips ist es ganz gut bestückt. Hat für meinen Geschmack eher schon viel zu viele Chips. Entweder hier oder hier vermute ich, dass man da die Drehzahl, ich denke eher da, dass man die Drehzahl des Motors einstellen kann. Aber da haben wir auch noch einen Potti. Ja, und das ist der Lautstärke-Potti hier. Der ist ja fast offen. Man sieht die Bahnen, wo der Schleifer dann quasi auf einer Widerstandsbahn schleift. Jetzt zur Mechanik. Ich habe da schon alle Zahnräder soweit schon gefettet, eher schon zu viel Fett, dass die leicht laufen. Wir haben den Motor hier, dann einen Riemen auf eine Schwungscheibe und hier noch einen Riemen auf die da. Also 2 Riemen. Die Riemen sind aber noch sehr gut. Jetzt wenn ich auf Play schalte, auf Play, dann drehen sich diese beiden Räder. Auf rückwärts zurückspulen dreht sich das nicht, sondern nur die da. Und auf Vorspulen dreht das Rad direkt über das da. Ja, und nochmal zusätzlich über das. Aber nochmal Play,
treibt nur das große Rad das an. Da dreht es sich viel langsamer und bei Vorspulen viel schneller. Jo, schöne Mechanik. Dann baue ich das Ganze mal wieder zusammen. So ist das Ganze wieder zusammen und die Drähte wieder angelötet und hier steht ein R und da ein BK, also für Rot und BK für Black. Und hier auch, da steht auch ein R für Rot hier und ein BK hier für Schwarz für Black. Okay, dann ist das drauf. Dann hier das Klebeband, das klebt ist so schon drauf. Dann das hier klebte über die Drähte vom Motorenkopf. 1, 2, 3, sind das 3 oder 4? 1, 2, 3, 4, genau, das ist Tonkopf und der eine Schalter ist hier. Und das sind hier noch die 4 Schrauben am Drehkondensator. Ich denke zum Abgleich von UKW 2 und 2 für den Abgleich von Mittelwelle. So, nun nachdem das wieder zusammen ist und ich eine Kassette drin habe, ich habe da irgendwann mal ein Hörspiel aufgenommen auf die Kassette, kann ich Play und... Ich hatte mit einfachen Gefühlen gerechnet, aber so einfach war es nicht. Mein Vater sitzt am Küchentisch und lässt seine Sprüche ab. Er sagt es nie direkt. Er sagt, auch so einer mit einer Milchkaffeehaut. Und funktioniert. Dann vorspulen, geht auch gut. Und zurückspulen allerdings schafft er nicht. Und ich glaube, das liegt daran, weil das eine 120 Minuten Kassette ist. Das Band ist echt sehr, sehr lang. Und da hatten die immer Probleme. Und auch nachdem ich die Zahnräder jetzt geschmiert habe, schafft er das nicht. Jetzt habe ich die Kassette mal umgedreht. Jetzt geht zurückspulen schön, aber vorspulen schafft er nicht. Die Kassette hat auf jeder Seite 60 Minuten und hier auch 60 Minuten. Das Band ist einfach zu lang. Er schafft es nicht, da zu spulen. Also zurückspulen kann ich jetzt hier, aber nicht vor. Jo, da sollte ich besser Kassetten nehmen, die nur höchstens 60 Minuten haben. Also 30 Minuten pro Seite und keine 120er, die 60 Minuten je Seite haben. Okay, dann Radio. Ich kann hier umschalten auf Radio. Dann hört man schon mal was. Dann ich bin auf AM, Mittelwelle. Gut, die meisten Mittelwellensender haben abgeschaltet. Höre ich jetzt hauptsächlich nur Rauschen. Da müsste man einen eigenen Mittelwellensender am besten nehmen. Ein bisschen drehen. Ich empfange was. Auf Mittelwelle. Aber UKW geht. Und UKW Stereo hat er auch. UKW. 3 Kilometer Stau wegen Grenzkontrollen. A93. Okay, UKW funktioniert. UKW Stereo geht auch. Noch günstiger. Jetzt Dauertiefpreise. Okay. Ist ein schönes FM Stereo Radio mit Mittelwelle und Kassette. Ja. Mal Deckel drauf und funktioniert. Ja, das einzige was es ist beim Spulen, ist er nicht besonders stark. Ja, man kann es. Obwohl, es ist schon stark, es liegt echt an der Kassette. Ich hatte, als ich 9 Jahre alt war, mal so ein. Und da kosteten die so um die 50 Mark, die Walkman mit AM/FM Radio. Ja. Ups. Jetzt hat es nicht geschafft, das Band aufzuwickeln. Ist nicht gut, wenn er das Band nicht zum Aufwickeln schafft. So, jetzt. Ups. Warum dreht er sich jetzt nicht? Das ist der Nachteil an den Sachen. Ups. Doch, dreht sich.
glaube, das geht zu leicht. Muss ich mal gucken, warum. So, beim Abspielen packte 120 Minuten Kassetten, nur beim Spulen nicht. Ja. Ich laufe und laufe. Geh doch weg. Sie stellen mir ein Bein. Ich habe da ein Hörspiel auf Kassette. Das ist ein ziemlich dramatisches Hörspiel. Ich weiß. Hast du mit ihm gesprochen? Warte, ich mach mal lauter. Die tun erwachsen. Du auch? Ich will nur eins. Ich will mich wehren. Wo sind sie? Die wollten in die Stadt. Ich gehe jetzt rauf und lass ihn frei. Das tust du nicht. Das muss ein Ende haben. Also, der ist auch echt laut, also echt sehr laut. Ist erstaunlich. Ja. Ich habe früher viele Hörspiele gehört, so auf Kassette und so. Und immer beobachtet, wie die Spulen hier das Band abwickeln und hier das Band aufwickeln. Das Rad, das Band aufwickelt, dreht sich jetzt noch schnell, das noch langsam. Das wird sich immer langsamer drehen, das dann immer schneller. Aber es dauert eine ganze Stunde, bis das Band von hier auf hier ist. Jo. Glaubst du, er tut ihm einen Gefallen? Wem? Michael. Er tut alles, um es zu vergessen. Das haben wir auch versucht. Es funktioniert nicht. Wenn sie es rauskriegen, haben wir keine Chance. Jo. Okay.